Kennst du schon das Bushcraft Cat von der Firma Messerfieber? Nein? Dann bleib jetzt dran. Ja, das heutige Messer, was ich euch zeigen will, wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Messerfieber. Die Firma Messerfieber hat sich darauf spezialisiert, ja, richtig mega geile Messer zu machen. Auch außergewöhnliche Messer. Und heute möchte ich euch halt das Bushcraft Cat vorstellen. Und das zeige ich euch jetzt erstmal einzeln im Detail. Mit bei dem Messer haben wir hier eine hochwertig verarbeitete Lederscheide. Das Messer sitzt auch passgenau drin, das wackelt nicht, da wackelt wirklich nichts. Auf der Rückseite haben wir dann hier noch so einen Metallclip, der auch massiv gut hält. Und halt hier unten das Logo der Firma Messerfieber. Hier könnt ihr nochmal sehen, also das sitzt wirklich straff da drin, das fällt nicht raus oder so, auch wenn ich es hier seitlich halte. Also es ist echt super. Ja, kommen wir hier zu dem Messer selber. Das Messer ist eine Fulltang-Klinge aus 1416er Stahl. Und wir haben hier bei dem Messer eine Gesamtlänge von 23 cm, eine Klingenlänge von 11,5 sowie Grifflänge auch von 11,5 cm. Verarbeitet haben wir hier Griffschalen aus T10. Gibt es einmal in zwei Farben, einmal in diesem Weiß und einmal in Braun. Und dann halt gibt es das Ganze noch einmal in geriffelt und halt in glatt. In dem Fall habe ich es ja in geriffelt und finde das für mich eigentlich perfekt. Hier oben auf dem Messer haben wir noch eine richtig schöne massive Daumenauflage, die so ein bisschen geriffelt ist. Finde ich ganz geil. Wir haben hier eine Klingenstärke von ungefähr 5 mm, was dieses ganze Messer einfach richtig brachial macht. Man da richtig schön massiv mit arbeiten kann, aber das zeige ich euch gleich auch nochmal. Dann haben wir hier noch dran, hier hinten eine Aufnahme für eine Handschlaufe, ebenso wie hier vorne, dass man beispielsweise eine Verbindung hier herstellen kann, um hier drunter dann eine Handschlaufe zu haben. Hier vorne haben wir noch diesen Klingenschutz, dass wir uns auf jeden Fall nicht mit dem Finger irgendwie schneiden können. Gefällt mir persönlich auch ganz gut. Aber ich würde sagen, schauen uns das Ganze jetzt einfach im Praxistest an und versuchen mal hier diesen Holzklotz, den ich hier stehen habe, mal zu zerteilen. Und dann gucken wir mal, ob das Messer das ab kann. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie sich das Cat schlägt und ob wir hier dieses Holz zerteilt kriegen. Würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal. Also hier geht das schon mal recht gut durch. Das war schon mal geil. Aber vielleicht kriegen wir das auch noch ein bisschen kleiner. Ja, perfekt. Also bei dem Holz überhaupt kein Problem. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir uns hier so ein bisschen kleine Locken runterschälen. Das geht auch super. Ist halt, ist halt sehr harzhaltiges Kienspanholz. Gucken wir auf der Seite. Ja, guck mal. Geht wie Butter. Lässt sich das hier runterschneiden. Perfekt. Seht ihr? Richtig gut. Ja, ich habe mir jetzt hier nochmal so einen Stock besorgt und den wollen wir jetzt nochmal durchhacken. Mal einmal mit Vollgas gucken, einem Schlag, wie weit wir das Holz durchkriegen. Ja, das würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal, ne? Geht das so? Alter. Tut hier gar nichts. Ich bin ein bisschen enttäuscht, gerade von mir selber. Einmal mit Profis. Aber
Das ist auch einfach, weil der so frisch ist. Aber man sieht, geht auf jeden Fall ganz gut rein. Ja, aber der ist einfach zu frisch. Ja, jetzt haben wir ihn. Da. Ist auf jeden Fall machbar, aber das Holz ist halt zu frisch. Das lag hier rum, das hat irgendwie abgebrochen. Aber ist auf jeden Fall machbar. So, könnt sehen, nichts dran. Ja, außer ein bisschen Dreck. Aber einen Test haben wir jetzt noch. Und zwar, ich werde das Ganze jetzt gleich hier senkrecht rein, in diesen Holzklotz reintreiben und dann das Ganze rausbiegen und zu gucken, ob sich die Klinge verbiegt. So, jetzt haben wir das Ganze schon ein gutes Stück reingepackt. Gucken wir noch ein bisschen tiefer kriegen. Glaube nicht, aber probieren jetzt mal, ob das hält, wenn wir es hier rausbiegen oder ob sich die Klinge verbiegt. Okay, das ging. Das war okay. Wir müssen das ein bisschen tiefer reinkriegen. Haben wir hier noch was anderes? Ja, natürlich haben wir auch noch was anderes. Ja, damit geht das doch schon mal ein bisschen besser. Der Kameramann stirbt zwar jedes Mal, aber und nix. Könnt ihr sehen, immer noch gerade. Und nochmal hier so gegenhalten als Kontrast. Da hat sich nichts verbogen und wir waren locker, könnt ihr hier sehen, so viel, ich würde so sagen 2,5-3 Zentimeter ungefähr im Holz drin. Und auch dieses Biegen hält das Bushcraft Cat locker aus. So, wollen wir jetzt mal gucken. Aber ich sage euch, so wie das ist, das Holz ist einfach zu frisch, aber es beißt sich trotzdem gut da durch. Seht ihr ja? Also, macht echt einen guten Job, aber ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt auch schon eine ganze Zeit lang in Benutzung gehabt und habe es noch nicht nachgeschärft. Aber seht, es macht das, was es soll. Macht auch hier so feine, aufgefederte Locken. Das geht. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Seht ihr? Richtig schön. Ja, Freunde, das war der Messertest jetzt erstmal an dieser Stelle. War jetzt erstmal so ein kleiner Einblick. Ich werde noch mal ein separates Video dazu machen, wo ich das Ganze noch mal so einem extremen Härtetest unterziehen werde. Wo ich das Ganze noch mal richtig hart rannehmen werde, dieses Messer, um euch auch zu zeigen, dass das wirklich hält, was es verspricht. Bis jetzt, Ersteindruck, super gut. Von der Verarbeitung her finde ich es absolut top. Es ist, glaube ich, angedacht, dass man im Shop später nochmal andere Griffschalen einzeln kaufen kann, wenn man die austauschen möchte beispielsweise. Ja, preislich liegt das Ganze bei, ich glaube, 89, 90 Euro so um den Dreh. Blende ich euch hier unten aber nochmal ein. Für den Preis kriegt ihr auf jeden Fall ein echt klasse Messer. Ich finde das wirklich gut. Wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal einen Langzeittest unterziehen. Und dann wird es dazu noch ein separates Video geben. Ja, das wird jetzt erstmal der erste Eindruck von mir. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr gerne unten einen Daumen da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Und ich würde sonst sagen, bleibt alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.